was Gesundes. Also, was du mir da gemacht hast, das ist Proteinpulver. Weil mein Körper ist total wie sagt man da, von den ganzen Medikamenten halt. Ja, ich kriege so viele Medikamente, das ist mein Morphiumsackerl. Und von dem her habe ich mir übrigens viel mehr erwartet. Ich bin ja operiert worden, von der Früh bis 16 Uhr oder so. Da bin ich in die Intensivstation gekommen. Dann habe ich noch ein Schlafmittel verlangt, weil ich konnte nicht schlafen. Ich war hellwach. Und du liegst da in der Intensivstation, neben dir ein Typ, ja, der entweder schnarcht ganz laut, ja, oder röchelt oder ganz schiere Geräusche macht und jammert. Ja. Und da habe ich noch Schlafmittel gekriegt. Entschuldigung, es hat überhaupt nichts gewirkt. Und ich war wirklich die ganze Nacht auf. Ich hatte da im Hals, da hat kein Schmerzmittel geholfen, weil ich ja so ein dickes Röhrl im Hals, im Kehlkopf habe. Ja, und dass die Operation so lang war, habe ich da solche Schmerzen gehabt, das war unpackbar. Und dann habe ich wirklich von 2 bis 5 in der Früh, ja, habe ich die ganze Zeit nur gesagt, Spontanheilung, 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 und habe an meinen Halsbereich gedacht. Ja. Und ich sagte was, in der Früh war das weg. Und ich habe dann die Schwestern gefragt, wie lange dauert das mit dem Hals, wie lange braucht das? Ja? Na, mit ein paar Tagen müssen sie schon rechnen, ja? So 3-4 Tage kann das schon noch wehtun. Ja? Und das war dann in der Früh weg. Das war wie ein Wunder, das war echt super. Naja, auf jeden Fall, das Morphium wollte ich sagen, das Krasse war mit dem Morphium, ja? Da war ich noch, ich meine, ich bin jetzt auch Stufe 8, ja? Das ist voll hoch. Aber irgendwie hat es mich da voll, immer wenn ich die Augen zugemacht habe, das war urschier, ist mein Körper, am Anfang ist er ganz groß, ganz klein, ganz groß, ganz klein geworden. Ja. Ist immer so, boah, der Körper wird groß, boah, der wird ganz klein. Und dann ist er immer nur mehr kleiner geworden. Ja. Also wirklich, ich kann das nicht erklären, ja, aber das war so krass. Dann ist er so klein wie ein Reiskorn gewesen, dann ist er verschwunden. Und ich habe mir gedacht, ich kann jetzt meine Hände nicht heben, weil ich habe keine Hände mehr, ich habe keinen Körper mehr. Das war so krass. Ich habe keinen Körper mehr. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe keinen Körper mehr. Da musste ich immer die Augen aufmachen und kurz schauen. Okay, alles gut, alles gut. Das war urkrass. Und jetzt habe ich aber das noch immer auf 8. Aber ich glaube, es geht nicht gescheit. Weil ich habe trotzdem halt ziemlich viel Schmerzen. Und hinten bei der PDA, das geht da hinten in das Rückenmark rein. Also die Vorstellung, das darf man sich alles gar nicht vorstellen. Tropft immer, das ist immer nass bei mir hinten. Und jetzt könnte es sein, dass da immer ein bisschen was daneben rennt. Ja, und die Operation war urheikel. Die war urschwierig. Und die Ärzte haben mir dann erst gesagt, ich war so unstabil. Instabil heißt das, glaube ich, ja. Die Anästhesisten haben sich volle Sorgen gemacht, ja, weil mein Blutdruck und alles so, mein Kreislauf so bergab gegangen ist, weil ich so wahnsinnig viel Wasser gehabt habe in mir. Keine Ahnung, warum. Haben sie ein bisschen vom Darm abgeschnitten, das rausgeschnitten, dann wieder zusammengenäht. Gott sei Dank, weil das war meine einzige Sorge, der künstliche Darmausgang. Da waren schon viele Helferleins mitten am Werk, dass das alles gut gegangen ist. Also jetzt nicht die Ärzte, sondern die da oben. Da bin ich ja noch in der Früh um 4, weil nicht noch früher in die Kirche runtergegangen. Habe nochmal gebetet und gesagt, bitte liebe Engel und liebe Lichtwesen und liebe geistige Welt, seid bei der Operation dabei und führt die Hände der Operateure. Die Ärzte sind voll zufrieden mit mir. Also die sind natürlich, sagen wieder, wie toll, das ist ja unglaublich, dass ihnen schon so gut geht. Und heute bin ich zum ersten Mal gegangen, wirklich bis zur Türe hin und wieder zurück und wieder hin und wieder zurück. Aber das Coole ist, was ich jetzt lerne, was ich jetzt wirklich lerne, weil ich kann ja gar nicht anders. Ja. Und dafür bin ich so dankbar. Ich lerne jetzt einfach in der Stille zu sein, ohne irgendwas, ohne Handy, ohne Ablenkung, einfach wirklich nur bei mir zu sein, ja, und zu spüren und Geduld zu haben, weil gut, jetzt brauche ich Geduld, ganz viel Geduld. Und das ist nicht eine meiner größten Stärken. Ja, das kommt erst ganz hinten bei mir. Und das brauche ich jetzt aber. Entschuldigung. Ja, weil es halt einfach ganz langsam, halt einfach Schritt für Schritt erst geht. Und ich war ja so, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, habe ich gesagt, ich will unbedingt vor Ostern raus. Das ist mir wichtig und das schaffe ich. Und jetzt denke ich mir, so wie es ist, so ist es. Ja? Ich versuche jetzt wirklich, dass ich
wenn das so aufkommen sollte, so Ungeduld oder so, das ist so schrecklich und wann wird das gut? So wirklich zu atmen und einfach im Körper zu sein. Und dann sage ich mir immer so mantrenartig wirklich, weiß nicht, irgendwas, was mir einfällt, Liebe, 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 Liebe oder Frieden oder irgendwas Schönes. Und so lerne ich das zu ertragen. Ja? Mal nichts zu sein und nichts zu tun und nichts tun müssen. Nichts tun heißt ja auch, ja, nicht zu werten. Und das ist es eigentlich, was man die ganze Zeit tut. Noch besser werden, noch heiliger werden, noch toller werden, noch schöner werden, noch, ich weiß nicht was. Das hat fast jeder. Ja? Und du bist eigentlich immer am Werten und am Vergleichen. Ja? Herrlich, ich genieße jetzt einfach nur mal das Nichts. Ja? Und das möchte ich mir wirklich behalten. Das ist echt, da musste ich dafür in die Intensivstation, dass ich das gelernt habe. Aber entweder flippst du aus und verzweifelst und weinst und schreist, ja? Oder du gehst da rein und nimmst das Nichts an. Ja? Und das versuche ich jetzt auch wirklich immer, auch hier im Zimmer, wo es mir jetzt schon besser geht, weil das ist ja die Kunst, wenn es besser geht. Ja? Nein, Handy ab, alles ab, nichts. Ja? Ich bin froh, dass die Operation vorbei ist, dass es gut gelaufen ist und ich bin so dankbar für meinen Körper. Ich liebe meinen Körper jetzt. Ich bin so froh, dass diese Zeiten, nächste Kapitel Körper, ich bin so froh, dass diese Zeiten vorbei sind, wo ich so gemein zu meinem Körper war. Ja? Ich mochte meinen Körper ja nicht. Ich war immer gegen meinen Körper und habe wahnsinnige Dinge dem angetan eigentlich. Ja? Wurscht jetzt was. Ja? Zu viel gegessen, zu wenig gegessen, Alkohol, was auch immer. Ja? Oder halt, hauptsächlich psychisch war ich gemein zu ihm. Ja? Also du scheiß Körper und so weiter. Und jetzt echt, ich habe den besten Körper der ganzen Welt. Was mein Körper alles aushaltet, wie robust er ist. Ja? Und ich liebe jetzt meinen Körper. Und das ist zum Beispiel auch was urschön ist. Das hätte ich ohne der Krankheit wahrscheinlich nicht gelernt oder erst irgendwann. Ne? Ich schaue halt immer, auf der einen Seite ist die Krankheit und die Schmerzen und das Krankenhaus mit all diesen garstigen Menschen. Und auf der anderen Seite schaue ich dann die Sachen, okay, wow, was lerne ich draus oder was gibt es auch Gutes? Und da sind viele gute Sachen, eben, dass ich meinen Körper jetzt liebe, dass ich jetzt geduldig werde und ja, und die Schwestern, jetzt kommen wir zum Thema, nächstes Kapitel. Das Ärgste war in der Intensivstation, das war so krass, ja, diese Nachtschwester. Und ich verstehe das alles, die sind müde und es ist ein harter Job, ja, ich verstehe es wirklich, größten Respekt vor dem Job. Aber es war 5 in der Früh, ja, und ich hatte da in der Arterie, hatte ich so eine Nadel drin, die dann den Blutdruck misst oder so. Und das ist nicht gegangen. Die Geräte hier gehen auch prinzipiell nicht. Ja. Und die ist neben mir gewesen und hat irgendwas gemacht. Die ganze Zeit ganz laut gegähnt, aber wirklich so, Uah! So, neben mir. Ja, denke mir, ja, ist schon gut, du bist müde, aber er muss das so raushängen lassen. Da hat mir auch kein Vertrauen, weißt du, wenn die schon so müde ist. Du bist gerade von der Operation gekommen. Naja, na sicher, ob die alles richtig tut, da kannst du nicht falsch. Ich war an 1000 Schläuchen angehängt, da piepst, da blinkt. Und dann sage ich ihr, naja, dann können wir, wenn es das eh nicht geht, da ist nur mit die Nadel drin gesteckt, kein Gerät mehr, nichts, dann können Sie das bitte rausgeben. Das war ja unangenehm. Ja. Na, das mache ich jetzt nicht mehr. Das machen dann die Tagesschwestern. Ja. Das sagt sie mir. So richtig genervt. Da denkst du echt so, ich meine, ich verstehe sie, weißt du, das sind nicht die schuld, das System ist schuld. Auch wenn die so richtig garstig sind, ja, mich grob anpacken und ungut sind, ja, dann bin ich ganz freundlich zu ihnen und sage so Sachen wie, mein Gott, Sie sind so nett, danke. Die nehmen das so und freuen sich dann, ja, dass ich sage, wo sie so ungut sind. Und ich sage, mein Gott, du bist so nett, danke, dass du dir die Zeit nimmst für mich. Wo sie mal vielleicht eine halbe Minute sich Zeit genommen hat. Ja. Und dann schmelzen die dahin, die wollen nur Liebe. Aber es ist halt, noch ein Kapitel kommt jetzt, Kapitel Krankenhaus generell, medizinische Versorgung. Du, das ist auch ein Wahnsinn. Niemand redet miteinander. Ja. Zum Beispiel Antibiotikum kriege ja dauernd Mittel und habe dann aber auch ein Antibiotikum in Tablettenform bekommen. Und das habe ich heute nicht liegen gehabt. Ja. Und dann gesagt, na, die gestrige Ärztin hat gesagt, ich muss das heute unbedingt nur nehmen. Die heutige Ärztin sagt, aha, wer hat Ihnen das aufgeschrieben? Ja, wie lange nehmen Sie das schon? Das war meine Ärztin. Ja. Ich habe gesagt, na, seit Montag, Sie haben mir das gesagt. Ja. Also Sie haben mir das erste Mal das gegeben. Aha, na, das braucht man nicht mehr. Ich habe gesagt, na gut, aber die andere Ärztin hat gesagt, das brauchen wir. Na, das gehen wir weg. Ja, und so geht es die ganze Zeit. Ich bin am ersten Tag, wie ich im Zimmer war,
bin ich angehängt gewesen, so Monitoring, da messen sie den Sauerstoff und den Blutdruck. Und die sind den ganzen Nachmittag nicht zu mir in mein Zimmer reingekommen. Die Blutdruckmaschine war kaputt. Und die haben das nicht einmal bemerkt. Ja. Und dann ist die einzig liebe Ärztin gekommen, also die wirklich sehr lieb ist, und hat die dann so zusammengeputzt und gesagt, die können Sie ja noch nicht, die Frau Scheidt ist gestern operiert worden, ihr müsst doch am Nachmittag irgendwann mal reinkommen. Und das hätte sie ja gemerkt, ja, dass die Maschine nicht geht. Ja. Also das sind so krasse Zustände. Und da muss ich ihm sagen, bitte, ich möchte jetzt mit einem Arzt sprechen. Ja. Aber also da macht man schon was mit, da muss man echt sehr, sehr tapfer sein, muss ich sagen. Die sagen ja auch nichts, die hängen dir 1000 Sachen an und die sind ganz verwundert, dass ich immer frage. Ich sage, was kriege ich denn da? Für was ist denn das? Die hängen das auf. Ja? So wie sie zum Beispiel auch reinkommen, jeden Tag 10 andere, niemand stellt sich vor. Ich weiß nie, ist das jetzt ein Arzt, ist das jetzt eine Schwester, ist das jetzt, ich weiß nicht wer. Ja? Also urkrass. Eine hat sich bis jetzt vorgestellt, die Nachtschwester von der Intensivstation, die Liebe. Die hat gesagt, hallo, ich bin die Jacqueline, ich betreue dich jetzt. Ja. Ich frage jetzt immer, wenn wer kommt, wer sind Sie? Ja? Oder was machen Sie jetzt mit mir? Oder was kriege ich da jetzt? Oder was spritzen Sie mir da jetzt? Du weißt nichts, wenn du nicht ein interessierter Mensch bist oder dich interessierst für dich und deinen Körper und fragst, bist du der vollkommene Trottel. Es sind so unpackbare Zustände und das 2023. Ich meine, abgesehen von dem, dass das Essen grottig ist, dass man dieses Fenster nicht aufmachen kann und solche Sachen, das ist ja basic, aber allein die Basics funktionieren nicht. Dass man keinen Besuch bekommen kann, ja nur zwischen 13 und 15 Uhr. Aber abgesehen sind dann auch noch solche anderen Sachen medizinisch, dass die nicht miteinander reden, dass du einmal kriegst das Medikament, einmal kriegst du das nicht. Ja? Also das System Krankenhaus ist komplett im Arsch und voll kaputt und funktioniert gar nicht und gehört wirklich geändert. Ich bin wirklich mittlerweile so, ich habe ja eigentlich in meinem Leben schon genug Aufgaben zu tun, aber ich bin wirklich so jetzt, ja, ich würde das am liebsten, wenn du kennst das, du bist ja auch so, ich möchte aktiv werden. Ja. Ich weiß noch nicht, wie das geht, ich bin ja keine Politikerin, deshalb musst du jetzt Politikerin werden. Auch wenn du so betroffen bist oder das mal so mitkriegst, dann musst du doch aktiv was machen, weil wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Das denken sich dann alle Leute. Ja. Das ist es ja, man kann nichts machen, aber dann wird sich nie was ändern. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, ja. Aber gut, deshalb mache ich das ja auch mit Instagram und mit dem Film und mit all diesen Dingen, damit ich irgendwie vielleicht was bewegen kann. Ja. Und wenn es nur ist, dass die Leute im Krankenhaus, wenn sie selber zum Beispiel im Krankenhaus sind oder so, auch den Mut haben zu fragen, wer sind sie, was machen sie. Man fühlt sich ja eh schon scheiße, ja. Und dann wird man so behandelt. Unpackbar. Ja, danke. Ich habe gestern zum ersten Mal wo sind sie denn? Das sind die anderen, aber das sind auch... Das ist mein Heilmittel, THC. Es war so entspannt, es war so geil. Ja. Es war so angenehm, ich war so glücklich, ich war so entspannt. Ja. Ich konnte dann sogar schlafen. Also das sollten es den Menschen geben. Aber ja, ich habe es ja Gott sei Dank, ich habe meine Lade voll. Ich habe Cookies, ich habe Kuchen. Der Thomas ist jetzt der Ärgste. Ja. Der backt jetzt die ganze Zeit Kuchen. Und für mich immer zuckerfrei, voll süß. Ja. Das kann ich jetzt noch nicht essen wegen meinem Darm. Das ist jetzt ganz wichtig, dass ich Stuhl habe. Jetzt bin ich heute schon mal 2-mal auf diesem wunderschönen Leibstuhl gesessen. Also das ist wie bei einem alten Menschen. Ich habe einen Leibstuhl, ich habe einen Rollator. Gut, also du musst jetzt tapfer sein, Nadja, weil du wirst jetzt meine Schläuchsäckerln tragen müssen. Also das müssen wir halt einen schwarzen Balken über meinen Intimbereich geben, sonst ist eh wurscht, aber wenn du dann in der Politik bist, dann Pixeln. Pixeln, das ist das Geilste. Across your face, it is written across your face. If you wanna talk, I'm right here, not gonna leave your side. Just feel free to open up when the moment's right. If you wanna go out, we can go out. Hey, viel Glück. Du schaffst es. Just let it out, I'm by your side. Ja, der Job wenigstens ordentlich an. Hallo. 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 Wie schön. Okay, gestern hatte ich erst einmal Stuhl. Allein das Wort ist schon so deppert, oder? Kannst du anders verwenden? Ja, die sagen das immer dahin. So, sie sagen, sie müssen morgen, also haben die vorgestern gesagt, sie müssen morgen Stuhl haben. Ich meine, so überhaupt kein Druck, verstehst? Und dann bin ich da gesessen und habe wirklich, das war wie eine Geburt. Ja?
Es war wirklich so, boah, bitte komm was raus, bitte komm, wie wenn ich ein Kind gebär war das, ja. Gut, dann irgendwann ist es endlich raus und ich so, yeah, gejubelt, ja. Leute, es ist ja eh alles schon so richtig scheiße, ja. Du hast ja keine Würde mehr und nichts daher, ja. Sitzt da nackt am Klo, musst warten, bis du was zum Abwischen bringen und dann kommt's, ja. Natürlich hat's gestunken, ja, wie es halt so ist, stinkt halt, ja, so ein Scheiße. Und dann sage ich zu ihr, dann räumt sie das weg, ich gehe ins Bett. Sage ich so, bitte können Sie jetzt lüften, es ist so kurz, können Sie lüften? Nein, das ist nicht erlaubt. Ich sage, nur lüften. Ja, nur kurz. Ich meine, Sie riechen ja, oder es ist ja unangenehm. Ich sitze liege neben meinem eigenen Klo. Ja. Sagt sie, na, das geht leider nicht. Ist doch arg, oder? So, damit wir nicht so viel pixeln müssen, muss ich jetzt kurz mein Nachthemd richten. Ich finde diese Beutel, die Kinder haben es gestern so gut beschrieben, sind so ekelhaft, aber das ist so, man kann nicht wegschauen. Man muss hinschauen irgendwie. Wenn die irgendwo hier hängen und man Besuch ist bei irgendwem, man schaut hin, obwohl man nicht hinschauen will. Du findest das nicht grauslich? Ja. Ich finde, vielleicht habe ich das von meiner Mutter noch, wie ich sie auch so oft besucht habe. Was sagst du? Jetzt muss ich mal ein bisschen sitzen, weil ich kriege keine Luft. Die BDA, das ist das, was im Rückenmark war. Das haben sie mir jetzt rausgenommen, nachdem ich da ein Theater gemacht habe, dass sie es mal rausnehmen sollen. Weil ich habe immer schon gesagt, ich glaube, das geht nicht. Das gibt es nicht, dass ich so starke Schmerzen habe. Und ich habe gesagt, na, dreht das ab, wir probieren es aus. Ja. Da musste ich mich mal durchringen, bis sie das überhaupt erlaubt haben. Ja. Und dann haben sie gemerkt, das geht nicht. Ja. Und ich bin aber tagelang in meinem Nassen, es ist immer alles im Rücken rausgekommen. Ja. So. Geht. Auch sehr gut. Und gestern am Vormittag eben hat es mir kurz mal ausgehängt. Aber Schluss mit lustig. Da habe ich mich gerade kurz ganz arm gefühlt. Und dann rufe ich dann immer den Thomas an und sage, es ist alles so schrecklich. Ich will nicht mehr, es reicht mir. Ich habe so Schmerzen und so halt. Ja. Klar, wenn du Schmerzen hast und da alles zieht und tut weh und ach. Ja, da war ich kurz arm. Dann war es wieder gut gegangen. Gott sei Dank dauert das bei mir immer nur so eine Stunde und dann war aber richtig Drama. Habe auch geweint vor der Schwester und so. Hat mir echt ausgehängt. Hat sie irgendwas wegen meiner Mutter oder irgendwas gefragt? Und ich, nein, meine Mutter ist gestorben. Ich habe noch nie so geweint eigentlich. Ja. Die ist gestorben vor kurzem an Eierstockkrebs. Die war völlig entsetzt natürlich. Ja. Ja, toll, wie sie das machen. Ja. Ja. Was soll ich denn anderes machen? Naja, gehört auch mal dazu. Schlechte Zeiten, schlechte Stunden.